Shalom Aleichem allemen. Mein Name ist Jana Mazurkiewicz-Meisarosz. Ich führe in San Diego mit einer Organisation, Jiddisch Kunst und Akademie Assoziation von Amerika. Und unsere Mission ist zu machen, unsere jiddische Programme tak relevant zu was geschieht um uns. Und wir sind sehr zufrieden, dass Marc, unser Gast, ist Masken gewesen, zu diskutieren die schwere Themen von Rassismus in Goldene Medina. Ich will nur sagen ein paar Wörter, weil ich weiß, man hat nicht keine Zeit wegen Marc. Marc nicht nur ist ein größer Spezialist in jiddischer Literatur, nur hat geschrieben ein Buch How Strange the Change, Language, Temporality and Narrative Form in Peripheral Modernisms and Comparison of Yiddish and African Literatures. Und hat Tage geforscht und gelernt in verschiedenen Institutionen in Amerika, in Deutschland, in Polen. Und wo wird sein kommende Jahr in Dortmund College? In kommende Jahr will ich sein Gastprofessor in Dartmouth College. Ja, in Hannover, oder besser gesagt Hanover, New Hampshire. Sehr gut, großen Dank. Wo ist Kelly, kannst du uns weisen den Text? Und öfter werde ich fragen, Marc, als soll uns geben ein bisschen Hintergrund wegen Opatoshu und wegen der Themen. Ja, sicher. Ist ein großen Dank, Jana. Und ein großen Dank alle, was ihr sind gekommen, als ihr sind bereit, herumzureden, ein schweres und ein wichtiges Thema. Und spezielle übrige zweite Reaktion, als ihr seid bereit, das zu tun auf Jiddisch. Es gefällt mir sehr. Wir alle, wo wir sollen sich nicht befinden. Und wir befinden sich in Durham, Afrika. Und wir befinden sich in Amsterdam. Und wir befinden sich in San Diego oder Baton Rouge oder Minneapolis oder New York. Wir sind alle verbunden in dem Indien von wir soll zu schaffen, eine joischerdicke Gesellschaft und zu kämpfen gegen die amolige und heimliche Rassismen, die schädliche Gedanken von Ethnozentrismus und Xenophobie und die solche Markes, was haben untergedrückt allerlei Immigranten, was haben untergedrückt Jiden nach tausende Jahren, was haben untergedrückt Afrikaner Menschen über der ganzen Welt. Wir alle leiden von den Imagen, was wir sehen, von der Brutalität, von der Verpeinigung, von der Reziche gegen Menschen so wie George Floyd, von den Bildern von Gewalt und Polizei-Missverhandlung in die Gassen über ganz Amerika, von den Bildern von unserem stehensgesorgten Präsident, was nicht nur, was versteht nicht die Werte, was nutzt, nicht nur versteht nicht die Polizei von seinen Werten und seinen Toren, nur was darf geschafft, größere Tohuwabohu, Chaos, Kriegerei zwischen Menschen, zwischen Bürgern und zwischen Völkern. Als wir alle leiden von dem, müssen wir alle etwas tun. Ich bin nicht kein Klautor. Ich bin nicht kein Organisator. Ich bin nicht kein politischer Wissenschaftler. Ich bin nicht kein Politiker. Chas v'cholila. Ich bin ein Jiddischist, ein Literaturlehrer. Einmal halte ich eine Pen in der Hand. Aber was ich kann ja tun, will ich tun heim. Und das ist uns zu führen, zu ein bisschen besserer Verstand von den Unionen und wie soll sie beziehen sich zu Amerikaner Jiden und zu jiddisch redenden Jiden über die ganze Welt. Das ist mein Ziel und das ist, was ich widme sich und meine Zeit
heint, also wir sollen besser kennen, verstehen, wie soll Jiddisch kommt rein in eine Diskussion. Lass mir reden ein bisschen historisch wegen die... Can I ask a big favor? Yeah. Could you scan this into my computer Nee, so I can das send nicht it wahr. off? Thank you. Deborah, wenn du bist great. Gut. Was ich habe gewollt, euch geben zu verstehen, ist ein Yeah, thank bisschen wegen der Geschichte, wegen der Hintergrund, von Opatoshu, von der Zwiebel, in welche, durch welche, von welche Opatoshu hat geschrieben. Opatoshu ist geboren geworden, wie wir wollten verstanden, in Polen, im Jahr 1886. Ist angekommen in die Vereinigten Staaten in dem ersten Jahrzehnt von dem 20. Jahrhundert, wenn ist gewesen ein Bacher von einer 22, 23 Jahre alt. Hat gehabt eine lange und sehr produktive Karriere wie ein Schreiber nur auf Jiddisch, meistens verbunden mit der New Yorker Zeitung Der Tag. Wir reden wegen jiddische Zeitungen im 20. Jahrhundert. In Stadt New York sind gewesen 3 tägliche Zeitungen in der Mehrheit von dem 20. Jahrhundert. Es ist da der Vorwärts, was alle haben gehört wegen dem, was druckt sich nicht physisch nur auf dem Internet heutzutage und was einmal habe ich den Schuss zu schreiben per se, zu drucken meine Artikel und euch überzusetzen von Jiddisch auf Englisch per se. Der Vorwärts hat sich gegründet im Jahr 1897. Es ist gewesen verbunden stark in die früher etliche Jahrzehnte von ihrer Geschichte mit der amerikanischen sozialistischen Partei. Gegen der Vorwärts sind gewesen eine Reihe anderer Zeitungen. Die 2 wichtigsten von sie sind gewesen die Freiheit, was ist gewesen die kommunistische Zeitung, was hat sich gedruckt an Erich 1923 bis zu die 80er Jahren. Es hat sich verschlossen und vermacht in die letzten Tage von der sowjetischen Tekufa vom 20. Jahrhundert. Stark verbunden ist die Freiheit gewesen mit der Moskauer Politik. Und die dritte wichtige Zeitung in New York im 20. Jahrhundert ist gewesen früher der Tag und später der Tag Morgenjournal. Morgenjournal und der Tag haben gemacht das Schutfes. Ein Jahr nachher sind sie zusammengekommen und haben gedrückt täglich bis herum Jahr 1970, 1971. Der Tag anders von Vorwärts, anders von Freiheit, ist gewesen eine unabhängige Zeitung, nicht verbunden mit einer bestimmten speziellen politischen Partei. Aber liberal ist es ja gewesen. Auf der linken Seite von der Spektrum ist der Tag gewesen. Und man kann sagen, es ist eine interessante Bemerkung zu machen und es ist how auf Opatoshu, ich komme zurück zu ihm in einer Sekunde. Der Fall, was es gewesen unabhängig politisch, ist der Tag gewesen als Sache breiter in die politischen Meinungen, was man hat gemerkt, drucken dort. In der Tag haben gedruckt, Zionisten, Nicht-Zionisten. Nicht gewinnen bestimmte Politik wegen Zionismus. In der Tag, anders von Vorwärts und Freiheit, sind gewinnen positive Artikel wegen Rattenverband und euch negative Artikel wegen Rattenverband. In Vorwärts, noch Jahr 1921, hat man nur gedruckt negative Artikel wegen Rattenverband. In Freiheit, Adrabe, nur positive Artikel wegen Rattenverband. Aber in Tag
hat man gekannt hören a Gamma von Meinungen wegen brennender weltpolitischer Unionen. Aber Tag-Morgen-Journal, Vorwärts, Freiheit, alle von sie sind gewinn mehr oder weniger vereinigt in Reden gegen Rassismus, gegen Afroamerikaner in die Vereinigten Staaten. Von Sama Anheb ist das gewinn ein brennender Indien in der Amerikaner jiddischer Presse. Als alle sind angekommen in die Vereinigten Staaten, haben sie gesehen eine Welt von Möglichkeit und Gelegenheiten für Jiden und andere europäisch-stammige Immigranten in Amerika, haben sie euch gesehen, ein Land von Größe durch äußerlich systemisch Umjäuscher zu Afroamerikaner Völkern. Die jiddische Journalisten, die jiddische Presse, die jiddische politische Kulturs und die jiddische Schreibers haben alle verstanden, als Amerika ist gebeut auf ein System von Unterdrückung und Rassismus gegen Afroamerikaner. Ich will geben zu verstehen, Opatoshus Zugang zu dem in einem Moment. Aber ich will ein bisschen weiter beschreiben seine Karriere. In der gesellschaftlichen Gerem von seiner Karriere, von der ästhetischen, literarischen Gerem von seiner Karriere. Opatoshu ist gewesen ein Realist. Ich rede nicht wegen politischer Realism, ich rede nicht wegen emotioneller Realism, ich rede wegen literarischer Realism. Der Ziel von literarischer Realism ist zu können abspiegeln die eigene Gesellschaft, das Leben von einem Lerner in etliche Gebieten, etliche Strategien, ja. Und einer von den Eufanen, in welcher sein Realism hat sich bewiesen, ist gewähnt zu schreiben Array Skizzen und Szenes und Impressions und Bilder wegen der Amerikanergesellschaft. Was tut sich auf die Gassen von Stadt New York? Was tut sich in Tenementhäuser, wo es wohnen zusammen Poljaken mit Irländern, mit Chinesen, mit Jiden? Was tut sich in Amerika legabe Rasse? Das ist keinem Call wegen Opatoshu. Die Mehrheit von seiner Karriere hat er abgegeben zu schreiben historische Romane. Romanen wegen jüdisch Leben in Mitteleuropa in dem 17. Jahrhundert, in dem 18. Jahrhundert, in dem 19. Jahrhundert. Das euch ist ein nötige, wichtige, tachige Genre von der realistischen Roman. Weil der realistische Roman will nicht nur erklären, wie soll wir leben heint, aber von wann wir sind gekommen und wie soll wir sind angekommen zu einem Matze heint. Man spiegelt ab dem heutigen Matze von Jiden oder von Russen oder von Franzosen oder von Amerikanern mit einem Image von dem Jid, von dem Russ, von dem Französ, von dem Amerikaner in der Vergangenheit. Alle historische Romanen schaffen eine gewisse Allegorie wegen dem Schreibers eigener Zeit. Und die historische Roman ist sehr wichtig in Opatoshus Auftu, der wichtigste Genre in sein Auftu. Aber wir sollen verbinden seinen Blick auf der Vergangenheit mit seinem Blick auf der Aromiker Zwiebel, von wo befindet sich jetzt in Amerika. Und hat geschaffen, durch seine ganze Karriere, solche Szenen und Impressions und Beschreibungen von Amerikaner Leben, von Amerikaner Rassebeziehungen. Opatoshu ist Davke gewinn sehr populär in Rattenverband. Man hat sehr gehalten von Opatoshu, seine historischen Romanen sind genommen für ein Muster
für der jüdische Sozialrealism. Man kann das gich vergleichen mit einem anderen amerikanischen Schreiber, was hat ein kolossaler Schem in Europa in derselben Zeit. Alle von uns haben gehört von Sholem Asch. Sholem Asch ist gewaltig populär in Europa zwischen jüdischen Ländern und nicht-jüdischen Ländern in Übersetzung. In Rattenverband ist Sholem Asch gewaltig populär in russischer Übersetzung. Aber man hat nicht getan drucken Sholem Asch in Rattenverband in dem Original auf Jiddisch. Opatoshu hat man gemerkt, ja, drucken in Jiddisch. Und die Jiddisch dicke Zwiebel in Rattenverband hat mamisch gehalten von Opatoshu wie Schreiber. Ist Opatoshu gestorben, Moitzian Kippur, 1954, zu 68 Jahren. Ist Lomir zurückgehen zu die Motivations von Schreiben Asamin Meise wie Lintsherai. Was ist der Inhalt von unserer Diskussion heute? Und ich will übergeben zu Jana und zu den anderen Menschen, wie sollen wir weitergehen in eine Minute 2. Aber ich will ein bisschen herumreden, was ist der Kontext, von wann es kommt, der Erzählung, dem Novell Lintsherai. Auf wie viel ich verstehe, ist der erste gedruckte Nusach in Buchform von der langen Erzählung im Jahr 1923. Habe ich ein Macher gefunden, was hat gesagt, als der originelle Nusach von der Erzählung ist gewesen im Jahr 1915. Aber ich habe nicht gefunden, keine Spur von einer früher dicker, gedruckter Macher. Es ist da in der Ingeweb-Ausgabe von der Erzählung, die zweisprachige Ausgabe, was wir wollen jetzt heim, ist da ein Bild von Drucken, die der Erzählung im Moment in der Warschauer Tagzeitung Moment im Jahr 1922. Auf wie viel ich verstehe, hat gedruckt und geschrieben, die der Erzählung in die anhebs 20er Jahren. Ist das gewesen, ihr sollt mir Michael sein, die Rede, die goldene Tekufe von Lintsherai, von Rassism, von weißer Suprematism in die Vereinigten Staaten. Seht nur, als wenn Opatoshu hat geschrieben, die Erzählung, hat die Ku Klux Klan beschaffen und versammelt 5 Millionen Mitglieder in der ganzen Vereinigten Staaten, nicht nur in Durham. In jener Zeiten ist Imagen von Lintsherai gewinn in der Amerikaner jiddische Literatur. In meinen kritischen Bemerkungen wegen Lintsherai habe ich bewiesen, als Jiden haben geschrieben belletristisch, öfter wegen Lintsherai wie Afroamerikaner Schreiber in demselben Dorf. Für was? 2 Siebes. Für was haben die Afroamerikaner Schreiber weniger geschrieben wegen Lintsherai oder die Jiden? Weil man darf nicht eindrücken auf Afroamerikaner Lerners, als Lintsherai ist ein Problem. Oh, Agiv, lass mich reklamieren. Afroamerikaner wären gelyncht. Wir wissen, das scheint Herr Schreiber. Wir lernen dieselbe Zeitungen wie ihr. Wir sehen, es ist ein Problem. Beschreib etwas anders wegen unserer Überlebung. Also ist gewesen die Beziehungen im Abmach zwischen afroamerikanischen Schreibers und Lerners. Ist gewesen sehr wichtig, sehr nötig, sehr angehendig und anzündendig bei den jüdischen Schreibers zu beschreiben dem Umjäuscher gegen Afroamerikaner zu sehr Lerners. Für was? Ich will etwas vorlegen wegen dem. Die Thema von Rassismus gegen Afroamerikaner, die Thema von Umjäuscher in amerikaner Gesellschaft ist gewesen sehr wichtig, davke für Jiddischisten.
wie ein Mittel zu dermanen seiner eigenen Lerners, wegen die Sekundes von zu gich und zu überflächlich sich assimilieren zu der amerikanischen Gesellschaft. Was wollt ihr, teure Lerners, als eure Kinder sollen sich verrechnen für weiße Amerikaner zusammen wie alle anderen weiße Amerikaner? Wir Jiddischisten verstehen, als Jiden haben eine unbedingte Möglichkeit zu finanzieller Sicherheit, zu gesellschaftlicher Integration, davke in die Vereinigten Staaten. Sie wollen mir das aber unbedingt. Weil wenn unbegrenzt, wollen unsere Kinder führen sich so wie die Irländer ein Jahr nachdem wie sie sind angekommen, führen sich so wie die Deutschen und die Italiener noch ein Jahr nach sie sind angekommen, führen sich an dem Makiv, an dem Hyphen von nicht Jiddisch-Amerikaner, nur Stamm-Amerikaner. Als solche Kinder wollen aufwachsen, zu werden die Mitglieder von der Lintsherai-Partei. Wir sollen wir der Mann unserer Kinder nicht zu assimilieren, so gich und so unbewusstsinnig zu der Mehrheit von einer uninflektierten weißen amerikanischen Kultur durch der jiddische Sprache. Jiddisch ist ein Mittel zu halten unsere Kinder wie Jiden. Also sie sollen sich nicht führen wie Schotzen. Also sie sollen nicht verpeinigen das Leben von Menschen, die sind mehr arm wie sie. Ich weiß nicht, sie das ist ein herzliches Projekt. Ich weiß nicht, sie jiddische Schreibers und jiddische Kulturs, was haben aufgenommen dem Ziel und dem Fond von Antirassismus, haben gehalten, ihre Kinder und ihre Einiglich für jiddisch redende Jiden. Das weiß ich nicht. Aber ich kann Mischar sein, ich kann geben die Hypothese, als öfter haben als Kulturei, als Propaganda, verstanden in der jiddischen Kontext von Wort und nicht im englischen Kontext, als Arbeit gegen Rassismus, ja, Maschpiel gewähnt, auf die weiter dicke, linkgestimmte und liberale Misschaifsen, die Verbindungen zur linkgestimmten Politik bei Amerikanern Jiden im mitten 20. Jahrhundert und im Soft 20. Jahrhundert. Und man will verstehen, von wann es kommt a Bernie Sanders, von wann es kommt allerlei jiddische Politiker und jiddische politische Aktivisten über das ganze Spektrum von liberalen und linkgestimmten Amerikanern. Soll man ausforschen die Wurzeln von Asamin, Lavdavke Radikalism, aber Lacholapaches Liberalism in die Strichen von jiddischer Kulturei auf jiddischen Anheb 20. Jahrhundert. Also will ich reinführen die Themen, aber mit der Bewarnung, mit der Tanai, mit weiter dicke Bemerkung, als wenn wir lernen die Erzählung, mit die Augen, als wenn man Opatoshu redet, zu wem man redet, sind andere Amerikaner Jiden. Als der Musar Haskell ist, zu bleiben Jiden ist ein moralischer Neid für Jiddischkeit. Viele bei uns weltliche Jiden in die Vereinigten Staaten, weit von Besemetrisch, weit von der Alter Heim, weit von Baba Seide, als wir sollen sich führen wie Jiden, schafft eine gewisse Begrenzung. Zu wie soll kann begreifen und beschreiben Afroamerikanerkultur. Und der angehende Reusruf zu lernen der Erzählung ist nicht nur zu verstehen die
politische Motivations von der Erzählung, nur euch zu bemerken und zu sich hüten für die politische Begrenzungen von sein euch beschreiben Afroamerikaner leben. Weiter. Großen Dank euch. Ich will nur sagen, als Heint wollen wir proben zusammen Geld für Black Visions Kollektiv, die Organisation, was kann helfen, kämpfen gegen Rassismus. Und ich habe schon geschrieben eine Information wegen dem auf Chat. Ihr könnt machen eine Dove zu uns und wir werden schicken das Geld zu Black Visions Kollektiv oder ihr könnt schicken direkt, ob ihr wollt. Das ist nicht, das ist eure Breire. Versteht sich. Okay. Und jetzt können wir, meine ich, lernen zusammen. Ob ihr will lernen, sei also gut und los uns wissen. Ja, wir suchen jetzt der Ballonen und sie werden das lernen. Soll der Text sein ein bisschen größer? Oder sie können wir sehen? Gut. Ja. Dank. Okay, Lilian, sei also gut. Großen Dank. Okay. Haben Sie auch ausgestimmt? Ja. Wir werden lernen den jiddischen Text, ja? Bitte. Ja, nicht weit von Dorfburg, zwischen Bahnwillfelder, was haben sich gezeugt, wie weit es hat gekannt haben, und ein Gedichten Sosnovenwald durchgeworfen mit Zypresbäumen und ist gestanden ein altes schwarze Gebäude von keilertige Kletzer. Die Kletzer sind gewähnt Spalten von Altkeit, verschmiert mit Leim und Beämesmist, und wenn nicht die paar Hühner, was haben sich geboten in höchsten Samt, wollte man gekannt meinen, als es eine Kurve, als da wohnt keiner nicht. Zum Wald zu, auf der Bergel, ist gestanden ein nackter Dämp, an Zweigen, an Korre, wie ein Adler, wo ein Adler ist gewesen, ausgebrennt. Ein Adler ist gewesen, ausgebrennt, ja. Der Dämp ist gewesen, herumgeringelt mit Steinen, als solche, als da haben einmal in Indianer zu viele getan. Als solche, als da haben einmal Indianer zu viele getan, ja. Einmal, hat General Boyd ausgeschossen im Namen von Gott und von englischen König, gemacht eine Hälfte von friedlichen Shevet Cherokee, und die übergebliebene hat in einem Meschach von einem Jahr gehalten in ein Treiben, bis sie haben bisweiß verlost die Gegend und rüber nach Florida. Der Pfarrer hat ihm der König der Leib zu handeln mit Sklaven und ihm geschenkt ein Stück Land. Die ganze Gegend, was man ruft, Blue Ridge. General Boyd hat das aufgestellt, die Gebäude von Kletzer, herabgebracht daher zähnliche Mischproches Negers zu bearbeiten die erste Bahnwillfelder, ja. Das ist noch gewesen in jenen Zeiten, wenn sie hat sich noch gefordert zu sein, bei Tag ein Weißer und bei Nacht, aber Weißer hat nicht herausgetrieben dem Neger und vernommen sein Bett, hat man von ihm gelacht in die Fäusten. Ja. Nach dem Bürgerkrieg sehnen sich gemacht alle Negers zu laufen. Sich besetzt in weite Städte und Dörfer, wo man kennt sie nicht. Zwischen die, was ihnen geblieben ist, gewesen Jim mit seinen Kindern. Die Bäuer sehnen sich bislang weit zuvor,
ausgestorben und das ganze Vermögen ist übergegangen zu einer Weiterkäufe in England. Und wenn nicht der Name von Dorf, weil keiner nicht gewusst, dass es einmal gewesen ein Generalbeug. Die Wandelfelder haben Reiche vermehrt genommen. Reiche Farmers genommen. Oh, schönen Dank. Haben reiche Farmers genommen in Orende und Jim ist geworden ein Vormann. Gedungen in die aromige Dörfer Negers zu der Arbeit. Ja. Auf der Schwell in Schotten ist gesessen ein alter Neger. Die Borwisse Fies angestellt wie Krokvis. Die zu lange Hände herumgeflochten herum die Fies und die schwere Glonjes mit zerspreite Finger, wie sie wollten sich nicht gekannt vermachen, haben dacht sich angeriert die Erde. Hat gedrimmelt mit halb vermachten Augen leiblich, sein kurze, flattische Nose mit den zeröffneten Nusslöcher, die Kreislöcher auf den Kopf, was denen gekrochen bis zu die Bremen, die nackte Hand mit den Plexes, wie mit der Gräuer, ausgekrochener Fell herumgenommen, als hat der Mann den alten Orangutan. Agif, wir sollen sich fühlen sehr unbequem von der Beschreibung. Ja. Ja, aber ja, man darf geben eine Tracht, wie sie kommt zu nehmen, also zu beschreiben. Das ist Realism, ne? Das ist Realism, das ist Jarschenen von die aromischen Beschreibungen, von wie so man hat behandelt und gesehen Afroamerikaner in jener Tekufa. Ja, man sieht es euch bei Shalom Aleichem, wenn erzählt der erste Negers auf der Bahn mit diese Kaien wie Ki. Ja. Fliegen, groß wie Bienen, mit goldenen Beicher sind gestanden auf seine horrige Hände. Auf den bewachsenen Sternen herum der Nuss. Sie haben gesponnen mit die hinterste und vorderste Füßler. Geflogen hin und zurück und geschummelt. Es hat ihm gemacht wie nicht geahnt. Er hat geholmt von jenen Zeiten, wenn auf die Felder ist alles geraten. Man hat nicht gedacht, aufhängen auf die Pleuten, Schlangen, es soll regnen. Der Neger hat nicht gesorgt, gehabt zu essen bis über den Hals. Ist mein Tag gewesen freilich, gewusst, dass der Weiße sorgt für dich und als man hat sich voneinander gespielt auf der Banjo. Ist sich der Eulen von Meilen weit zu neu gekommen in Mittenfeld zum Tanz. Seit aber dem Bürgerkrieg ist geworden ein Überkernisch. Alles wird teurer und teurer. Der Mensch kann schon bald nicht leben. Das Jungwerk ist wild, bricket, hat mehr nicht Meure vergotten, fahren Weißen, will mehr nicht gehen in Spann, feuert sich. Einmal hat der Weißer gehabt ein Beitsch, hat man davor nicht gewusst von kein Lynching. Die Milchome ist für ein Neger gewesen an Emse Klolle. Sie hat abgeschnitten die Hände, wie der Galach Harper hat ihm einmal gesagt, und geheißen, sie gehen arbeiten und der Hilfe von Kopf. In sein Tempenmäuer hat sich zum tausendsten Mal übergehasert die Meise, wie Gott hat in Unheil erschaffen, ein Neger mit der Weißen und er weggestellt für sie zwei Päcklach, ein Groß und ein Kleins. Dem ersten hat Gott zugerufen, dem Neger, und ihm geheißen, soll sich auskleiden ein Päckl. Der Neger mit die große geizige Augen hat ausgeklebt das Größe. Der Weiße hat gefunden in kleinem Päckel ein Fläschel Tint mit einer Feder.
der Neger an Acker reisen mit der Brunne. Von Demelton bearbeitet der Neger die Felder und der Weiße führt die Bücher. Von Mal zu Mal hat ein Träsel getan mit dem Kopf, zu öffnen's Maul, ein Tschirri getan mit die abgegessene von Altkeit sehen, wie wollt mit der Gewalt, abjagen auf Flieg und zurück eingedrimmelt. Der alte Neger ist gewesen Jim. Von Wald hat sich getragen ein schwerer Reich von Gummi, von Terpentin, sich ausgemischt mit Reich von zerbliete Bambusfelder, was ist gehangen vor die Augen wie Stücke Paare, was knäulen sich von der Teich. Die Reiches haben dem Neger beräuscht, schwer gemacht die abgearbeiteten Glieder. Hat geöffnet Maul, vermacht das linke Auge und mit dem rechten geguckt, wie die Sonne vergeht. Einsilbige Tenner von Fegel und Chais haben noch Bulter gemacht, die Stillkeit. Haben noch Boileter. Haben noch Boileter gemacht. Boileter, ja. Okay, Boileter gemacht, die Stillkeit. Sie getragen und abgeklungen über die breite Felder wie Meißelach. Eingeschläfert als herum. Die Sonne ist vergangen. Ist geblieben sitzen mit dem offenen Maul, noch ausgeguckt mit dem rechten Auge auf dem Ort, wo die Sonne ist vergangen und der Zar von Nichtwehren hat gemacht sein Honem Temp und unbeholfen. Es hat ungeheuben dunkel zu werden. In der offenen Tier, was es gewesen, beleuchten mit einem matten Schein von einer Lampe, ist gesessen Jims älteste Tochter, eine mitteljährige Negerte, eingewiegt mit einer Hand ein Kind und mit der zweiten hat sie herumgegessen von einer blauen Schüssel kalte Kukuritze. Das Kind hat nicht gewollt schlafen, sich gerissen, hat sie weggestellt auf der Ziegelnähr Hodlicke, die Schüssel, sich übergebeugen über den Wiegel und mit einer dünner, klingendicker Stimme wie von einer jungen Mädel ist sie sich still und traurig vergangen. Go on to sleep, my little baby. Mama gone to town, Papa running around, left nobody with the baby. Ein Negerl von einer Jahr 8, was ist gelegen, ausgezogen inmitten der Podlocke auf dem Bauch, geblättert ein Büchel mit Bildern, hat gelost liegen das Buch, sich zugeschaut auf alle 4 zu der Schüssel und mit den Fingern sich genommen packen die Kukuritze in Mäuler rein. Eine gelbe Katz, was ist geschlafen zu Fußen dem Kind, hat sich übergezogen und plötzlich herübergesprungen, der Negerte über den Kopf. Sie hat sich übergeschrocken, ausgespiegen und noch geschickt der Katze eine Klaue. Sie hat bemerkt, wie ihr Jüngel schlingt die Kukuritze, hat sie aufgehört wegen des Kind und sich zerschrien, schlingendig die Wörter mit der zerzeugenem Nigen. Fred, stell schon weg die Schüssel. Hast nicht gehabt dein Portion? Fresser du. Hitzig Fred, soll sich nicht zerhappen zu dir. Daisy und Dinah haben gedarft wegsterben. Alle gute Kinder starben und er sah Schlag, hat 2-mal gepackt, hat 2-mal gepoppt und das lebt. Was? Cheerst du mit den Zähnen? Geh besser und vergiss die Blumen. Das Negerl hat geschmächelt von ein Euer zum zweiten. Sich beleckt mit roten Zingel, genommen ein Krug mit Wasser und begossen die blutige Geraniumblumen.
wo seine Gewänze stellt über alle Fenster in erdene Tepp, in hölzerne Kästler. Hat weggestellt die Krug, geblieben stehen in Mittenstub, geguckt eine Weile auf der Reuter, auf Fische von einer Zirk, was ist gehangen auf der Wand, gerissen die Augen, nicht gewusst, was zu tun mit sich und sich zugenetzt. Hat sich herausgeschaut von Stub, die Mutter soll nicht bemerken, und sich gesetzt neben Seiden auf den Treppel. Die Katz ist ausgewachsen, genommen drehen mit dem Heck, sich reiben herum Jims Boves Fies, Wortchen. Fred hat gehabt a Flieg noch a Flieg und sei untergetragen der Katz. Die Katz hat verrissen Skeppel, sich gekreckt und sei geschlungen, Lebendigkeit. A Zufriedene hat sie sich verleckt, sich herumgewaschen mit der Zunge, mit der Lapke und sich herausgezogen neben Jims Fies. Fred hat Seide sich übergezogen und geschmächelt zum Enkel. Weißt du, für was a Katz wascht sich herum nach dem Essen? Ich red doch zu dir, was habst du fliegen? Herr Seide, well, wenn a Katz hat das erste Mal gehabt a Mäus, hat die Mäus so gesagt. Mich acht nicht, was du gehst mir aufessen. Bist starker, hast mich gehabt. Ess. Aber darfst mich nicht beleidigen. Bei Leuten 40, jeder mir geht essen, wascht man ab die Hände. Sponnen. Und du? Gar nicht. Gehabt und gehst gleich essen mit deinen schmutzigen Händen. Bist gerecht, hat die Katz gesagt. Wart dazu, bis ich will sich einwaschen. Und als die Katz hat sich herumgewaschen, ist schon die Mäus nicht gewesen. Von jenem Tag an treut sie keinem nicht, esst sich früher an und danach wascht sie sich herum. Hi. A falsch verschäffenischer Katz. Hör sich ein, Fred. Hast gegeben die Cholikes Essen? Hat der Seide verwendet mit demselben Nigen? Ja, Seide. To geh Tag geschlafen. Buckert ist doch noch nicht gekommen. Buckert ist noch nicht gekommen von der Arbeit. Arbeitet gewiss Overtime. Die angegliedte Erde hat sich gekühlt, angefüllt die Luft mit der Warmkeit, was hat getrickend den Hals, geklebt die Augen. Auf dem samtigen Weg haben sich bewiesen etliche Schottens, gesprungen einer in den zweiten herein, bald zerschwommen und sich zurück bewiesen. Bekommt dacht sich von Feld, hat der alte Angestellte Neuer. Soll das sein Buckert? Seide, das ist nicht Buckert, hat Fred angehabt dem Seidenpfahl der Hand. Das kommt an der Sheriff mit noch etlichen Menschen. Wer? Der Sheriff? Hat der Alte sich aufgestellt mit der Krechts. Geenigdig gewahrt, Noedig. Hachnoedig, schönen Dank. Hachnoedig gewahrt, soll unterkommen und genommen rufen die Tochter. Kitty, was sagst du? Was der Sheriff kommt zu uns so spät, ha? Ein Übergeschrockene ist Kitty gestanden mit der Schüssel in beide Händen. Sie hat sich gedreht, nicht gewusst, was zu tun mit sich, nicht gewusst, wie soll Potter zu werden von der Schüssel. Mit einmal sie hastig in Stelle weggetan auf der Podlicke und ist raus. Okay. Was ist das? Okay. Vater von demselben Journal, wo
Opatoshu allein hat gedruckt seine Erzählungen. Ja, man soll geben einen Cook, aber überlassen für später. Efter andere Menschen willen euch lernen. Ich weiß, Ja. dass Sora, willst du lernen, Itster? A großen Dank. Lintsherai jetzt. Okay. Unmute. Ja, besser so. Okay. Ja. Von Anhieb oder? Fahrst du? Okay, ja. Es tut mir leid, mein Mikrofon ist gewinn verstimmt. Vor der Stub ist gestanden der Sheriff, nicht kein heucher junger Mann, dort und dar und begig, wie wollte gewinn gemacht von stohlenem Droht. Die Stiefel mit die gepasste Choleves seinen gewinn weit von Stub und offen Ohren hat Weit von Stäub. Sind weiß von Stäub. Weiß von Stäub und offen Ohren hat getrogen a Bix. Mit ihm seinen gestanden 3 mitteljährige Farmers. Farmers. Gut Abend, Sheriff, hat der Gut Abend, Jim, hat der Sheriff ihm voyelerisch begrüßt. Gut Abend, Captain, hat Jim sich verneigt und gewann auf der offenen Tür. Und gewissen auf der offenen Tür. Angelegente Gast. Ja, shares das. Okay. Wer will lernen jetzt? Ich kann lernen, trotzdem, was ihr hat schon gehört, mein Call. Levana sagt, als sie... Sicher. Bitte. Herzlich ein, Jim, ist der Sheriff angegangen, nennt er. Wir sind gekommen wegen Business. Die Sache ist die, ob willst nicht darf soll lynchen, Buckerten, to gib ihm uns gleich raus, verlier kein Zeit nicht. Das ganze Dorf kann jede Minute ankommen hast. Die Negerte hat sich gezählt. Gezählt und gezittert. Noch Mädel weiß, wenn sie hat gewaschen bei einem Farmer Wäsche, wo ein silberner Löffel ist verloren gegangen, hat der Farmer mit dem Weib auf ihr so geschrien, Gäst raschet zu schmeißen, ob sie wird sich nicht müde sein. Als von Kreuzschreck ist bei ihr das Loschen abgenommen geworden. Von damals an hat sie sich geschrocken vor jedem Weiten. Jetzt, aushörendig dem Sheriff, hat sie sich in Ganzen geworfen und von zu viel Schreck gekriegen Courage
und sehr vergangen mit Enigmen. Teurer, was redet Was hat mein Buckert getan? Als still, scheppet, kein fliegt nicht, mein armer Boy. Buckert hatte schon zurück verschleppt McClures Tochter. Man hat sie kaum abgemintert. McClure läuft herum mit der geladenen Bix, wie ein Meschugener, ruft jung und alt, man soll ihm helfen, nehmen das Gesetz in die eigene Hand. Ihr wisst, was das heißt? Einander kann euch lernen. Okay, Harvey, du hast gesagt. Ja. Aha, danke. Okay. Die Mutter mit den Säden haben gewusst, was das heißt. Gewusst, als der Ruhrke Buckert hat eine Kummer genommen für seine Schwester, die 14-jährige Regina, was McClure hat verführt. Verlorene haben sie sich übergeguckt, unbeholfen gewickt mit die Cap und geschwiegen. Wo schweigst du, Jim? Ist der Sheriff zugestanden. Sag mir, wo ist. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Als noch heint führe ich ihm weg nach Atlanta. Soll kriegen Gerechtigkeit. Als nicht, wollen sie ihm lynchen. Buckert ist nicht gekommen von der Arbeit, hat der Alte geämpft und gemacht a Mine, wie wollt übergelebt, physische Jesuren. Du kennst mich, als ich sag nicht kann liegen. Was denn, sagst du? Hat sich a Farmer angerufen. A viele dämmelt, wenn es wird sich hören, das letzte Blasen von dem Schäufer, wird der Neger sagen, ihn. Nach dem Galachstrosche und Beschass Meister machen Kliok zu seinen Schochens hinne. Wir kennen euch. Die Negerte ist gefallen dem Sheriff zu den Fies und sich zu wenig spitzig, wie ein Hund wird gewohnt. Was will man von uns? Unglückliche. McClure hat verführt meine einzige Tochter, noch ein Kind, ein 14-jähriges Kind, und geht herum frankenfrei. Und mein Buckert als ein Stiller. Was wird helfen euer Gewehen? Hat der Sheriff sich herausgedreht von ihrer Hand. Gedenkt, geht ihm besser über in meine Hand, oder wir wollt nicht dem Hamoin soll ihm lynchen. Okay, Emma Zorandisch kann lernen. Wer nimmt über? Jana, wer nimmt über? Anna, du willst lernen? Ich weiß, Anna sagt etwas, nur wir können ihr nicht hören. Okay. Und ich weiß nicht, für was, ich kann ihr nicht geben, kein Call. Es arbeitet nicht. Wir sehen. Nu, Marc, du kannst lernen ein bisschen und Sicher. Und ich will reden mit Anna. Und Ja. ich darf wissen, was geschieht. Ja, okay. Jim hat rausgebracht die Bibel
und sie gewissen dem Sheriff. Ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt nicht kein Neger. Gut. Ein Neger ist nicht begleibt. Ein Mann ist nicht begleibt und a Fülle auf Wolken euch nicht. Auf Wolken sagt vielmal zu, als wird seine Regen und es regnet nicht. Ist Jim gerecht? Gerecht. Aber die Bibel hat Jim es untergetragen, dem Sheriff. Die Bibel ist begleibt. Der Bibel glaubt jeder, weil das gedruckte Wort ist Amos. Schwör ich dir, du kennst doch Jimmen. Wenn du bist noch als ein kleiner gewesen, habe ich dich auf die Hand herumgetragen. Amos? Amos. Schwör ich dir bei der Bibel, als Buckert ist noch heint nicht heimgekommen. Wie ich bin ein Christ. Glaubst mir oder nicht, sind die Türen offen. Geh und such. Ich glaub dir, Jim, hat der Sheriff sich besser angetan, die Bix auf den Arm. Der Iker bedarf kriegen Buckerten. Ob ihr wird haben eine Spur, wo gefunden sich, lasst mir gleich wissen. Ihr hört? Goodbye. Eine gute Nacht. Hat Rachmanis auf mein Boy, auf mein armen Buckert, hat die Mutter sich abgetan zum Sheriff. Der Sheriff hat wäulerische Macht getan mit der Hand zu die Farmers und alle vier haben sich gelost in Wege rein. Bisslachweise sind ihre Tritt abgestorben, versunken in weichen Samt. Von Mal zu Mal haben sich a Schar getan, ihren Weg etliche Schattens, sich zerneuf gegossen mit die Bämer, mit die Blätter, und die Stillkeit hat geschrocken, verquetscht unter ein Herz bis zu Tränen. Sie wollen im Lynchen, hat die Mutter geklippet. Mein armer Boy, für was kommt es uns? Für was? Ich hab sich aber bei ihm gebeten, soll verschweigen. Hutchin Emerson hat die weiße Bestie unglücklich gemacht, unsere Reginen. McLaurin, meine ich, Gott soll ihn bezahlen. Dein Weinen, Tochter, wird dir gar nicht helfen, hat Jim sich angerufen. Jetzt darf man sich sehen mit Buckerten und ihm heißen abziehen. Wenn ich bin nicht so alt, wollt ich gegangen. Nicht gut zu sein alt, nicht gut. Die Beine knacken wie durchgegessene Reifen, Aroma voller Fass. Komm, Sundel, hat die Mutter angehabt, Frieden, vor Hand. Und im Ganzen gezittert. Komm, lass mir gehen, rate den Buckerten. Lass euch Gott helfen. Ist der Seder herabgegangen von die Treppelach, noch geguckt der Tochter mit dem Einekel, bis sie seinen verschwunden und sich kein Ort nicht gekannt gefunden. Hat ausgemitten zu gucken zum Wald, zu wo die Fenster nicht, wie ein tiefer Abgrund hat alles eingeschlungen. Hat aufgehoben die Augen zum ausgesternten Himmel. Sicher gewesen als Ametzer, guckt von dort herunter, seht, als ein größer Avle wird begangen gegen sein Haus. Hat sich zurückgesetzt auf der Schwell, getracht, als die Hühner schlafen schon lang und ihm zieht nicht heim zum Bett. Von Wald, von die Felder sind angekommen Schattens, sich gelegt über einen sandigen Weg. Die Lavone hat geworfen Stücke Licht und die abgehackte Bäume haben ausgesehen von der Weitens wie Menschen und Chais. Der alte Neger hat zurück aufgestellt die Fies wie Krokvis, sie herumgegartelt mit die Hand
ungeguckt vor sich. Hat gesehen, wie Sterne fallen in gedichten Wald, zwischen Felder, und in seinem alten Meuch hat sich etwas Sinn getan. Hat sich dermant, wie in Cholm, wie man hat bei ihm Jungerheit zugenommen, Brüder und Schwester, wie man hat sein Vater geschmissen. Die Peitsch ist geflogen über den Leib mit der Pfeif, sich eingegessen in Blut und ein eingebeurener Schreck, was möglich seine Urälteren haben übergelebt in die Afrikaner Wälder, wenn sie sind gekrochen auf alle vier, sich ausbehalten, nicht zerrissen zu werden von einer wilden Chaie. Dieselbe Schreck hat sich genommen wecken in ihm. Die Schreck, man soll sein Buckerten nicht aufhängen. Hat angehoben zu zittern. Gefühlt wie Hand und Fies werden bei ihm abgenommen, kennen sich nicht gefunden kein Ort, wie wollt gewinnt zugenagelt zu der Schwell. Hat gesehen, wie Chais und Vögel kommen an von Wald, von die Felder, scharen sich über samtigen Weg, rücken sich zu ihm, nennt er. Die Euren klingt wie das Summen von Jamschketzelach. Die Keules werden hecher. Bald wollen sie ihm herumringeln, zerreißen auf Sticker. Amit weiter will übernehmen? Ja, dank. Okay. Ich kann reden, lernen ein bisschen. Dank, Anna. Okay. Hat sich herausgetan, gefühlt der kalten und stärken Scheuder über alle Glieder. Wie einer, was guckt dem Tate in die Augen und ist geh herein in Stub. Das ist genug von mir. Einander kennenlernen? Ja, wer noch? Lilian hat gesagt, sie will oder sie kann lernen mehr. Ein bisschen mehr, okay. Das Kind hat geweint. Hat zugehackt die Tier. Wir wollt sich gewollt behalten für Emerson. Und es genommen einwiegen. Das Kind hat geweint. Gerissen zum Seiden die Händler. Hat es vorsichtig herausgenommen und es zugetuiert zu sich. Sie ist angeschwiegen geworden. Ja. Jim hat gespreist über ein Zimmer, geguckt dem Einiger in die Augen und untergebrummt mit traurigen Klosternigen. Und das ist die Nigen in Englisch. Das ist genug von mir. God delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace, and why not every man? My Lord delivered Daniel, my Lord delivered Daniel, my Lord delivered Daniel. Why can't he deliver me? Delivered. Wer noch will lernen? Harvey euch gesagt, dass kann euch. Wo ist Harvey? Mir. Da bin ich. Dank. Rundweg Patrick Salon, efter, und Levis Eisengeschäft hat sich getummelt. Gemacht, das ganze Dorf ist dort gewesen versammelt. Und ist gegangen von Salon und Eisengeschäft rein, eingekauft Keulen, Schreut
ausgetäuscht alte Bixen auf neue, gesucht Bewenes. Das Jung war in große Flanelle Hemdelach, hat übergelegt Kellner, reute dreieckige Tichlach herum die Hälse, wie Cowboys, herumgegartelt mit Strick und man verworft auf wilde Pferd, sind gestanden in Kupkis, sich gehalten in ein Wetten und es hat ausgesehen, der Eulen kleibt sich auf Gejog. Auf Gejeg. Gejeg. Ein Jung hat gehalten auf a Kite, a Horkin Jagdhund. A Hurricane Joghund. Jagdhund. Groß wie ein Wolf, wo es ist nicht eingestanden auf einen Ort, sich gedreht, mitgeschleppt, sein Ballerboss in der arumige Eulen hat sich alles abgeruft. Mein Eize ist, hat der Junge gehalten, den Kopf zum Eulen und im Ganzen hat sich trittweise noch geschleppt, noch ein Hund. Mein Eize ist, soll gleich a Reus schicken a Porche auf jener Seite Wald. In Fall wird a Reus, sollen sie ihm verstellen den Weg. Wird nicht a Reus vom Wald, hat sich ein Zweiter umgerufen. Bist du so sicher? Gewiss bin ich sicher. Wir haben gelost wissen alle Farmers, was wohnen herum und herum. Sie wollen halt neu. Wird sich schon für unsere Hand nicht ausdrehen, hat der junge Bochero mit einem alten Bix, hat kaum geschleppt auf die Plätze, sich wählerisch angerufen zu einem Mädel. Was sagt ihr zu John mit seinem Hamad? Hat sich einer gewitzelt auf dem Bocheros Chespen und das Mädel als das Mädel so her. Ha, John. Ich werd als ein Jung, ein Risikant. Nächstes noch einmal sagen, hat das Bocherl sich verloren vor dem Mädel und sich steifer weggestellt. Hebt nicht an wie John. Hat eine Maschine. Wer hebt mit ihm an? Ich sag nur, als der Neger kann eine Person wie John zusammenlegen und verstecken Eritz in einer seitige Kästchen. Der Eulen hat gelacht. Wo rechnet ihr, behalte sich, der Neger? Ist einer untergekommen. Sitzt gewiss in die Sumpen. No, Sir. Bist du so sicher als nicht? Und du bist sicher als ja? Ich hab meure, als wir müssen herumringeln in dem Wald. So, auf was warten wir? Danke, auf was warten wir? Auf den Sheriff. Sei, Frank, hat der Mädel sich angerufen. Bringt ihm ein Lebendicken. Und als wir wollen ihn bringen, ein Teuten, als eins, ein Neger hat sei wie sei keine Schummer nicht. Nehmt mich mit, ist untergekommen ein Mädel in einer weißen Läusebluse, die Haar verbunden mit der Tichel, wie sie wollte gerät gewesen, zu sitzen auf ein Pferd. Los Taki Netter mitfahren. Besser als nicht, hat sich ihr Bruder herangemischt. Ihr wisst doch, Boys, als a Lady folgt mit, kann man nicht sein frei. Bin ich nicht gerecht? Gerecht. Mit Claude und Corbins Vater, ein niedriger Farmer mit einer breiten Plätze, ein roter Kalk mit Backen, was der Mannen in Perplexia
ist gegangen von einer Gruppe zu der zweiten. Getrunken ein ungeladener Winchester auf dem rechten Arm, geschleppt jeden Mal geschleppt jedes Mal als zweiten in Saloon und sich nicht aufgehört zu klappen in Harzereien. Mein armer Carrie, mein armes Kind, oh, wenn ich krieg die Bestie in meine Hände rein. Seht, Boys, wir sollen ihn noch eintrappen. Ich will Gerechtigkeit von mein Mädel, von mein Carrie. Ich will ewig gedenken, kein will nicht vergessen, was hat getan von mir. Mein armer Carrie, mein armer Kind. Noch einmal? Wer noch? Ich kann lernen. Bitte. Ja. Der Sheriff ist angeritten auf ein klein Flinkpferdl. Der Eulem hat ihm herumgeringelt. Es ist geworden still. Der Sheriff hat zugetan, sein begigen Körper, Hecke geworden und geblieben stehen auf die Tretters von Sottel. Er hat aufgehoben eine Hand und gerät mit einer sicheren Stimme. Freund und Schreinem. Der, was vertrappen dem Neger a Lebedicken, wird kriegen von Gouverneur $50 und eine Medaille. Hurray, hat der Eulem sich zerschrien. Ich appelliere zu euch im Namen von Gouverneur, ihr sollt nicht nehmen das Gesetz in eure eigene Hand. Sagt ihr mir zu? All right. Haben sich da und dort gehört einzige Stimmen. Jetzt, Boys, verliert nicht keine Zeit, sottelt an eure Pferd und wir wollen sich treffen bei der Cemetery. All right? All right. In Eilenisch hat sich der Eulem zerschotten in alle Seiten. McClure mit etlichen Jungen sind geblieben stehen beim Salon. Mag sich einreden, der Sheriff, als wir wollen ihm übergeben dem Neger, hat der Jung sich ein Beser getan. Wird lang warten. Was darf dir schon reden, hat McClure sich herumgeguckt und zweideutig geschmächelt. Lass mir ihm noch haben. Kommt rein, Boys, hat gewiesen auf der offenen Tür von dem Salon. Wir wollen abschwenken die Pfeiflech. Wird sein Maseldicker. Mr. Levy hat sich gedreht zwischen Eulen, gesucht seinen 20-jährigen Sohn. Ist rein ins Salon und von dort ihm herausgeführt. Du wirst nicht fahren. Ich will ja fahren. Und ich sage es nicht. Ein Jid darf sich nicht mischen. Und als wir treffen mit meiner Schwester, hat der Sohn sich gekocht. Was darfst du klären, was es wird treffen? Sie wird nicht treffen. Aber wenn man wird der Leuben so schicker wie McClure, soll allein kennen werden, George, Richter, versichere ich dich, als man wird heint lynchen an Neger und morgen ein Jid. Man hat noch kein Jid nicht gelyncht. Weißt du, was sie gehen tun? Hat der Vater sich geklappt mit 4 Fingern über den Stern? Sie gehen lynchen, dem Neger. Ist das bei dir gar nicht? Lynchen an Menschen ist bei dir gar nicht? Nu schweig schon, Chamulie, schweig. Komm schon in die Stube rein. Nu, was stehst du was? Komm, hat der Vater immer schlepp getan für ein Arbel. Der Sohn hat getracht, als der Vater ist ein Greenhorn und ein aufgeregter ihm noch gegangen. Als der Vater ist zugekommen zum Gewölb, hat sich gehabt. Als der Sohn ist verschwunden. Hat geguckt auf den ledigen Platz, wo es hat sich eine Weile zurück so getummelt und wie einer, was kann sich nicht helfen,
hat Mach getan mit die Hand. Amerikaner Kinder, so wächst da. Wir haben geendet 2/3 von der Erzählung. Das ist jetzt der letzte Portion. Ja, ich weiß nicht. Sie sollen mir Tage endigen heint oder mir wollen lernen mit der Woche. Warum? Es ist Tage dein Beschluss, Jana. Ich meine, wir können das dann demokratisch. Und ob man will, was willen die Menschen Tage? Was ist besser für euch? Ihr könnt schreiben uns im Chat. Weil wir haben der Lernkreis ist jede Woche. Man muss nicht, ob es ist zu lang für euch oder wir diskutieren. Wir können Tage diskutieren. Weil schreibt uns und wir werden sehen. Okay, ich sehe, als etliche Menschen haben geschrieben, so mamschig sein in der Woche rum. Öfter euch hat Gedanken, Kommentaren. Wir können jetzt herumreden ein bisschen. Was ist das? Ich höre nicht. Ich lese noch die Kommentare. Ja, okay, so Kelly hat uns geschickt den Text. Ob seinen die Menschen was haben es nicht. Noch nicht, da ist es. Ja, Menschen schreiben mir privat, dass öfter ist das besser, als wir treffen sich in einer Woche rum und mamschig sein und später diskutieren den Text. Ja, wir sollen lernen die ganze Sache. Es wird nicht gedauern so lange. Ihr werdet nicht davon hören, mein Papler. Gleich sich nehmen zu der Arbeit. Und wie gesagt, wir haben gelernt, eine Sache mehr wie eine Hälfte von der ganzen Erzählung. Ja, großen Dank allen für kommen. Das ist auch wichtig zu lernen, den Text heutzutage. Und bitte gedenkt dem Ziel, die Nedova, was wir haben, verbeten euch, menativ zu sein. Sie geben ein bisschen zu docken. Vielleicht kannst du wieder stellen die Verbindung oder schicken die Verbindung. Ja. Noch eine Minute. Sicher. Okay, ich muss es finden. Ja, und Großen Dank. Dank euch alle. Dank für sich an teilnehmen. Dank. Schönen Dank. Und euch hat in Sinn andere Texte, was wir können lernen. Das wollte euch gewöhnen, gut zu hören von euch. Ich kann es nicht finden. Kaylee, kennst du das Ton? Weil ich muss nur entfernen etliche Menschen
Kannst du finden dem Fragment wegen Zedoke, als Menschen... Man hat das bewiesen. Ja, ja. Ja. Ja, es ist Sarah, was hat es gestellt für alle. Ah ja, also ich sehe es. Ja. Dann, ein größten Dank. Sarah. Morgen haben wir ein Interview mit Corinna Petrescu, das wird sein wegen Kommunismus im jiddischen Theater. Aber das wird sein auf Englisch. Und kommende Woche, euch auf Englisch, wir werden lernen andere Poemes wegen Rassismus in Amerika. Euch ihr wollt kommen, ihr könnt mir schreiben, das ist mein E-Mail. Und wir werden euch schicken alle die Links. Und wie allemal, euch ihr habt etwas, was ihr wollt stark tun, auf Jiddisch, etwas an Themen, etwas an Mensch, was ihr wollt sehen, sagt uns und wir wollen tun, was wir kennen, zu arrangieren, etwas an Treffung, ein Interview, was ihr wollt. Ein großen Dank noch einmal und ich hoffe, dass wir werden sich sehen in einer Woche herum. Jessica, Jana. Danke. Jessica, Es ist gewesen wunderlich. Dank. Seid gesund. Seid gesund. Dank. Danke. Feine Vergnügen. Es ist gewesen, eine Sache, sich zu wissen und zu lernen. Schönen Dank. Danke euch. Bis 7 Tag. Amen. Amen.